Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir gucken mal, was der Tag so mitbringt. Bewege dich. Also entweder geht es tatsächlich darum, sich für irgendetwas einzusetzen oder an sich mal wieder in Bewegung zu kommen, aus einer sitzenden Position raus. Bewegung auf der körperlichen Ebene. Okay, und es geht um ein bestimmtes Datum, es geht um irgendeinen Geburtstag und es geht darum, dass an einem bestimmten Geburtstag die Antwort auf deine Frage hier sichtbar wird. Mag an deinem sein oder vielleicht an einem Tag, auf den du dich hier zubewegst, von deinem Umfeld, jemand. Und wir haben hier die Geschäftsvorhaben, ne? Guckt mal, hier haben wir hier sozusagen die 7 Zwerge da drauf. Und es geht darum, Vertrauen zu haben in die geschäftlichen Dinge, in das, was man arbeitet, investiert, wo man sich drauf zubewegt. Hier kann eine Aufstiegschance kommen. Hier hat sich noch die neue Karriere umgedreht. Also es geht um ein Datum, an dem sich speziell bei dir oder bei uns was im Bereich der Arbeit dreht oder eine andere Richtung kriegt. Und es dient dir sehr, weil du hier weiterkommst mit der Bewegung, ne? Unten haben wir noch das Thema Genesung mit dran. Also möglicherweise erleichtert sich ja auch etwas auf dem Bereich der Arbeit oder für etwas, für das du arbeitest. So, was haben wir hier von den Lennys? Es geht um uns, es geht um unser Wachstum, unsere Stabilität. Oh ja, und es geht um irgendetwas, auf das wir so ein bisschen den Blues gelegt haben, wo wir schlaflose Nächte verbracht haben. Vielleicht auch manchmal so ein bisschen ein kleiner Debris, der da mitschwingt, weil irgendwas nicht in die richtige Richtung geht. Gedanken in den Abendstunden. Viele Fragen, Lebensfragen, Gefühlsfragen. Die Intuition zeigt dir hier auch ein bisschen deine Schatten auf oder irgendwelche Themen, wo du vielleicht gerade dich unbeweglich fühlst. Möglicherweise geht es auch um etwas, das schon sehr lange nicht vorwärts geht, mit dem du einen Konflikt hast. Das kann ein Konflikt mit dem Leben an sich sein oder wo du irgendetwas verdauscht, verarbeitest, was dann in den Abendstunden mit dir spricht, wo du dir vielleicht auch selber Vorwürfe machst, dich selbst kasteist oder dir irgendwie einredest, dass du vielleicht selbst was versäumt hast. Es kann um einen Schnitt gehen, den du hier gemacht hast. Es kann darum gehen, dass dir eine Verletzung aufgezeigt wurde, möglicherweise über den beruflichen Bereich auch. Möglicherweise gab es da auch eine Situation, wo man dich weghaben wollte oder wo du nicht mehr sein wolltest oder wo man dich als zu schwach betituliert hat. Aber hier kann ich dir definitiv sagen, wenn du Schnitte gemacht hast oder wenn da ein Konflikt war, der an sich mit dem Leben und mit Wachstum zu tun hat, so hast du hier sowas wie eine Neugeburt auch vorbestehen. Wir haben hier, dass du plötzlich einen Erfolg hast, plötzlich ein Geschenk kriegst, plötzlich einen Erfolg, der sich hier einstellt. Vielleicht auch ein Erfolg, der dir neues Wachstum bringt, neue Stabilität und der sich auf einem Bereich einstellt, wo du ihn bisher nicht erwartest, ne? Hier sehe ich dein Umfeld. Ich sehe Geben und Nehmen. Vielleicht auch eine Verletzung vom Leben, die bedeutet, ich habe mich in die 2. Reihe gestellt. Ich habe die anderen zu viel machen lassen und mir zu wenig genommen. Und hier kommt trotzdem plötzlich und überraschend irgendwie ein Erfolg für dich, der dir hier
Mehrwert mitbringt, der dich auch nährt und der dir wieder so ein Fundament bietet. Die Überschrift von dieser Legung könnte möglicherweise auch sein, dass du Grenzen gesetzt hast bei irgendeinem Thema. Möglicherweise sind ja auch die Berufe, die sehr sozial sind oder die im Gesundheitswesen stattfinden. Du hast ja das Herzass, ne? Es geht um die Familie, es geht um die Umgebung, es geht um den häuslichen Bereich. Und wir haben irgendwie den Rückzug dabei, ne? Irgendetwas, wo du dich betroffen gefühlt hast, wo man jetzt auch sich rausnimmt. Und ich sehe hier, dass eine Person auf dich zukommt. Das kann jemand aus der Vergangenheit sein, jemand Verlässliches, der dir wieder eine Problemlösung bietet, ein Wohlbefinden sozusagen in dieser Situation. Die Situation, in der wir hier sind, die ist mit Sicherheit sehr herausfordernd. Vielleicht geht es um das Thema Vitalität. Was kannst du noch leisten? Wovon hast du genug? Und es ist so, dass man hier irgendwie einen Konflikt hat und trotzdem die Problemlösung schon hier mit dran. Eine herausfordernde Zeit, vielleicht muss man auch irgendwo ein Wagnis eingehen, aber das Endprodukt davon ist wirklich toll. Dann nehmen wir mal noch eine aus dem Gesang der Vögel. Hier liegt auch so ein großer Erkennungsprozess, wenn du dich mal rausnimmst aus allem und deine Betroffenheit vielleicht nicht innerhalb deines Alltags lebst, sondern dir überlegst, in welchem Punkt hat mich jetzt irgendwas wie getroffen oder in mir einen Konflikt ausgelöst, der mir vielleicht im Moment auch nicht ganz präsent ist. So wirst du hier auf jeden Fall die Erkenntnis kriegen. Wir haben die Schnepfe und die Schnepfe bringt dir Veränderungen, die je nach persönlicher Lebenssituation und aktuellen Ereignissen unterschiedlich sein können. Es können jetzt einschneidende Änderungen im Arbeitsleben anstehen. Guckt euch das mal wieder an, ne? Am Ende liegt hier die Stabilität und es liegt hier mit der Blume auch der Erfolg und die Problemlösung, ne? Wow, ihr Lieben, das ist schon wieder sehr spannend. Wenn du nicht mehr arbeitest, beziehst du das natürlich auf alle Dinge, an denen du gearbeitet hast. Hier habe ich auch so eine Situation, wo man vielleicht eine starke Verbindung zu einem Menschen hat, der sehr wichtig ist, der könnte aus der Vergangenheit kommen. Und man nimmt hier so Kontakt auf und denkt vielleicht an diese Person und denkt vielleicht auch daran, dass sie helfend tätig werden könnte. Und die Aufklärung, die hier gesucht wird, kommt über ein Gespräch, das dir Klarheit bringt und einen Wandel. Okay, ihr Lieben, ich drücke euch bis morgen.